Hallo zusammen. Garmin hat nun mal kurz vor Jahresende eine große Public Beta herausgebracht mit vielen neuen Funktionen für eure Garmin-Uhr. Ich möchte in diesem Video euch die essentiellsten Änderungen vorstellen. Aber wie kommt ihr in die Beta? Das ist ganz einfach. Du loggst dich auf Garmin Connect auf der Webseite ein, wählst hier deine Uhr aus und trittst dem Beta-Programm bei. Die Beta selbst wird aber nicht automatisch ausgerollt. Du musst dich hier wirklich antriggern zum Updaten. Das heißt also, dafür gehst du in deine Uhr einfach in die Einstellung hinein. Die wählst du dann hier aus und dann gehst du hier hoch auf Systeme bzw. System und dann gehst du hier auf Software Update und hier kannst du dann sagen, okay, nach Update suchen und dann wird auch die Beta heruntergeladen bzw. kann dann installiert werden. Und auch hier eine kleine Anmerkung, es handelt sich um eine Beta, das heißt also, es können Fehler auftreten, Texte sind teilweise nicht übersetzt und du kannst dann auch Uhren, die EKG haben, zum Beispiel Enduro 3, Phoenix 8 oder Venue 4 kannst du nicht benutzen, die App ist deaktiviert. Das gleiche gilt dann auch für die Taufunktion der Phoenix 8 Pro, die wird ebenfalls dann nicht unterstützt bzw. ist dann ausgesetzt während der Beta-Phase, das solltest du hier wissen. Die Beta selbst stelle ich jetzt auf den 4 Uhren vor. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist das neue Gewichtstracking. Du hast ja auch jetzt schon eine Möglichkeit, in der Garmin-App deine Gewicht zu tracken, beziehungsweise wenn du die Garmin-Waage nutzt, wird es auch automatisch reingeschrieben. Nun gibt es aber endlich ein Widget auf der Uhr, bei dem du auch das Gewicht eintragen kannst, beziehungsweise den Verlauf sehen. Ich stelle das jetzt einfach hier mal auf der Garmin Venue 4 vor. Sehen wir auch hier gleich schon Gewicht verfolgen, ist das erste, was ich euch zeigen möchte. Da gehen wir jetzt einmal drauf. Zu einem seht ihr dann einmal euer aktuelles Gewicht. Ihr könnt euch aber auch dann den Verlauf anschauen, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich dann auch hier, wenn wir weiter runter scrollen, bekommen dann auch hier die verschiedenen Einträge angezeigt. Bei der Garmin Venue 4 könnt ihr dann, wenn ihr von rechts nach links wischt, dann auch hier das Gewicht eintragen, dann das Gewicht hinzufügen. Machen wir jetzt einfach mal. Und dann wird es hier auf die App übertragen, beziehungsweise dann auch hier in der Statistik aufgezeichnet. Und so hast du dann auch hier die Möglichkeit. Das nächste interessante Widget ist dann hier das Akku-Widget. Und ich zeige es euch jetzt einmal auf der Forerunner 970 bzw. auf der Venue 4. Zu einem seht ihr dann hier den aktuellen Akkustand und dann die Prognose, wie viele Tage der Akku noch halten wird. Das sind jetzt einmal hier 2 Tage bei der Venue 4 und 5 Tage bei der Forerunner 970. Wenn ihr reingeht, bekommt das auch nochmal schön grafisch angezeigt, wie es das Ganze zusammensetzt. Und ihr bekommt dann auch, wenn ihr eins runterscrollt, dann auch nochmal eine Systemübersicht, wie dann hier der Akkuverbrauch war. Ich habe jetzt hier die Venue 4 hauptsächlich getragen. Und du kannst dann auch hier drauf tippen und bekommst ein paar Informationen mehr. Zum Beispiel hier, was hier der Verbrauch war. Oder wir sehen auch hier, wenn wir auf die Venue 4 gehen, die habe ich mehr getragen, sehen wir hier zum Beispiel Telefonverbindung, Herzfrequenzmessung. Und da kannst du auch hier nochmal schauen, hier haben wir zum Beispiel eine Aktivität aufgezeichnet. Da ist dann auch GPS-Messung mit dabei. Das heißt also, das bekommst du dann hier mit. Wenn wir weiter runter scrollen, gibt es dann nochmal mehr Informationen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wenn wir aufs System gehen, wie das Ganze sich dann zusammengesetzt hat. Wir sehen hier 13% war die Anzeige im Akkuverbrauch, sonstiges, Taschenlampe war 3%, 1% Herzfrequenzmessung und so kannst du auch ganz gut sehen, ja, wie die Verbräuche waren. Auch nach Laufeinheit wird es hier sortiert oder nach Sporteinheit. Hier kannst du dann auch nochmal schön detailliert deinen Verbrauch sehen und siehst dann auch hier, was vielleicht dazu führt, dass deine Uhr schneller entladen wird. Aber du bekommst nicht nur die Verbraucher angezeigt, nein, du hast auch die Möglichkeit, direkt hier in die Einstellung zu gehen. Wir sehen hier zum Beispiel jetzt die Liste nochmal mit der LTE-Konnektivität. Und wenn du sagst, okay, Anzeige 13%, ich möchte zum Beispiel hier mein Always-On-Display nicht nutzen, dann kannst du es hier deaktivieren und hast dann auch hier die Möglichkeit, die Verbraucher direkt hier einzustellen. Ganz interessant ist hier zum Beispiel Sonstiges. Da gibt es dann hier nur Anweisung, dass es vom Betriebssystem kommt. Oder dann zum Beispiel die Taschenlampe. Hier bekommst du auch nur Hinweis, dass du die Taschenlampe Helligkeit reduzieren solltest. Aber zum Beispiel auch bei der Herzfrequenz kannst du dann sagen, okay, ich möchte hier das Ganze deaktivieren bzw. anders einstellen. Das ist dann auch hier möglich. Und so hast du einmal eine kleine Übersicht über den Akkuverbrauch, aber auch die Einstellungsmöglichkeiten werden dir hier mit angeboten. Mit der Garmin Venue 4 haben wir einige interessante neue Schlaffunktionen bekommen, bzw. Schlafauswertungen, wie zum Beispiel Schlafkonsistenz, aber dann auch, wann du ins Bett gehst und wann für dich die optimale Bettgehzeit ist. Das wurde jetzt auch auf allen Uhren hier ausgerollt. In diesem Fall zeige ich euch das jetzt mal auf der Enduro 3. Wenn ihr reingeht, bekommt ihr natürlich einmal klassisch den Schlafcoach angezeigt. Und wir sehen auch hier gleich, dass noch nicht alles übersetzt, weil es in der Beta ist. Einmal hier, ob unser Schlafbedarf normal ist oder nicht. Das ist alles im normalen Bereich. Das ist okay. Was wir jetzt neu bekommen, ist dann der Schlafrhythmus. Das ist hier. Und ihr seht es auch gleich, 3 Wochen dauert es hier, bis der Schlafrhythmus ermittelt wird.
Und das ist auch so ein kleines Manko, weil ich sehe jetzt hier wirklich keine Daten, sondern nur einfach, was hier der Mittelwert ist, ja, generell, aber nicht hier mein Schlaf selber. Das muss die Uhr hier selber ermitteln, beziehungsweise wird aktuell noch selber ermittelt. Wenn es dann hier funktioniert, beziehungsweise ihr lange getragen habt, sieht es dann hier so aus. Hier wird nämlich ein Schlaffenster erkannt, beziehungsweise euch angezeigt, ob ihr im Schlaffenster unterwegs seid oder auch nicht. Wie gesagt, das wird momentan aktuell nur auf die Uhr gemacht und wird leider nicht zwischen den Uhren synchronisiert. Da muss Garmin nochmal nacharbeiten. Das gleiche ist auch, wenn du einen Schlafindex-Monitor nutzen solltest. Der wird momentan hier leider auch noch nicht unterstützt. Des Weiteren gibt es aber nicht nur den Schlafrhythmus, es gibt dann auch noch hier die Schlafkonsistenz, beziehungsweise wann ihr ins Bett gegangen seid. Ihr seht hier, das wird jetzt aber dann synchronisiert zwischen den Uhren und bekommt ihr das dann auch hier angezeigt, wenn man es richtig auswählt. Das ist hier, so, und dann sehen wir auch hier den gleichen Vergleich und so habt ihr hier die neuen Metriken und könnt dann auch hier mit euren anderen Uhren dann in die Analyse gehen. Und solltest du vielleicht wenig schlafen, kann es vielleicht daran liegen, dass du nachts zu lange Football schaust oder andere Sportarten. Du hast nämlich jetzt auch die Möglichkeit, auf deine Uhr hier Sportnachrichten anzeigen zu lassen, besser gesagt die Ergebnisse oder eure Teams zu verfolgen. Das ist jetzt ein eigenes Widget. Ich habe es hier schon mal aufgerufen auf der Enduro 3. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und zwar hast du hier die Möglichkeiten für deine Lieblingssportarten oder Lieblingsmannschaft hier ja die Teams zu hinterlegen. Es ist zwar momentan sehr amerikanisch lastig, aber es gibt dann auch hier zum Beispiel die Premier League, Ligue 1 oder Bundesliga. Das wird mit unterstützt und so hast du dann auch die Möglichkeit hier zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in der Bundesliga unterwegs, interessiere mich jetzt vielleicht für ja, einen bestimmten Verein. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Bayer Leverkusen. Dann kann ich den hier dazu nehmen, beziehungsweise kann auch noch eine weitere Mannschaft auswählen. Sind wir zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Das ist alles hier nicht wertend. Ich habe mit Fußball jetzt nicht so viel am Hut. Und dann habt ihr die Möglichkeit hier zu sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt möchte ich hier meine Teams sehen. Jetzt habe ich diese nur ausgewählt. Ich kann die aber auch noch in die Favoriten setzen. Wenn ich auf My Teams gehe, sage ich hier Set as Favorite. Wie gesagt, es ist noch nicht ganz übersetzt und die Eintracht auch. Und dann bekomme ich jetzt ab diesem Zeitpunkt hier alle Informationen hier zu dem Fußball bzw. zu den Ergebnissen. Und dann können wir jetzt einfach nochmal runtergehen. Sehen wir hier, No Upcoming Game. Ist noch nicht synchronisiert. Ich habe es aber schon mal auf der Venue 4 hinterlegt gehabt. Da ist schon alles synchronisiert. Wenn wir einfach da reingehen, sehen wir hier zum Beispiel, ja, San Francisco spielt heute Nacht, beziehungsweise am 29. Das bekommt ihr direkt eine Übersicht angezeigt. Oder hier unten, wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sehen wir auch hier, ich habe BVB in Frankfurt hinterlegt. Und ganz schön ist auch, wenn man hier reingeht, ist es auch schön grafisch hinterlegt. Wir sind hier so BVB, so leicht gelb, Frankfurt hier rot. Das heißt also, hier bekommst du dann auch alle Informationen zu deiner Mannschaft, die du hast und siehst dann auch hier direkt, wann die Spiele stattfinden und wie viel Uhr und hast dann auch direkt sogar hier den Score in Übersicht, wie der Winning- und Loss-Score ist. Das heißt also, da hast du alles mit dabei. Eine ganz spannende Sache, was wir aber nur auf den Amulet-Uhren bekommen, sind dann die neue Farbgebung, beziehungsweise wenn du farbenblind bist, hast du nämlich jetzt die Möglichkeit, auf den Uhren das auch einzustellen. Wie gesagt, aber nur auf den Amulet-Varianten. Und dafür geht er auch hier in eure Einstellungen hinein. Die wählen wir jetzt einfach mal aus. Und wenn ihr ganz runter scrollt, gibt es dann so eine Art Bedienungshilfe. Auch das ist noch nicht ganz übersetzt. Aber hier kommt ihr dann rein, wählt das aus und dann gibt es hier die Möglichkeit, hier Farbfilter zu nutzen. Das heißt also, ihr könnt dann sagen, okay, ich möchte eher so ein bisschen gräulich oder ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Dann hast du auch die Möglichkeit, die Uhr dann so einzustellen. Wir nehmen es jetzt einfach mal hier an, wählen das jetzt hier aus und dann sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir zurückgehen, bekommt ihr hier alles in diesem Ton angezeigt. Sind wir hier schon gleich, ja, dann könnt ihr auch eure Uhr etwas besser bedienen, falls ihr da irgendwelche Farbschwierigkeiten habt. Das ist aber noch nicht alles. Du kannst mit deinen Uhren jetzt auch einen Blaufilter nutzen, besser gesagt auf euren Amulet-Uhren. Ist gerade interessant, wenn du schlafen gehst oder kurz zum Schlafen bist, solltest du es ja nutzen. Und dafür kannst du dann einfach hier in den Helligkeitsmodus gehen oder Display in Helligkeit. Und hier gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte einen Color Shift haben. Normalerweise finden wir hier die ganzen ja, Rot-Grün Auswahlgeschichten, aber du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nur das Orange, sondern ihr könnt auch den Blue Light Filter nutzen, sehen wir hier. Also hier zum Beispiel ist dieser Redshift, den wir kennen, aber wie gesagt, ist jetzt nur eine Möglichkeit, hier auch zu sagen, ich möchte hier den Blaufilter nutzen und dann ist das Ganze dann hier auch entsprechend hier mit dem Blaufilter verwendet. Ihr habt auch die Möglichkeit, das einzustellen. Das heißt also, wenn ihr auf Schedule geht, dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte zum Beispiel das nach Sonnenuntergang haben oder 2 Stunden vor Bett geht Zeit und dann wird das hier automatisch aktiviert. Das heißt also, da kannst du dann für dich einstellen, wenn du es haben willst. Und wenn wir es ausmachen, sehen wir es auch gleich hier, ist natürlich der Blauton wieder enthalten. Eine Neuerung gibt es dann auch im Bereich Multisport. Besser gesagt, alle Uhren, die Multisport unterstützen, bekommen auch dieses Update.
Du hast nämlich jetzt die Möglichkeit, frei deine Multisportarten zu hinterlegen. Das ist gerade für Hyrox Training sehr interessant. Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier auf der Garmin Forerunner 970. Und wenn du hier in die Aktivitäten hineingehst, musst du diese aber erst auswählen. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf Mehr. Dann gibt es hier unter Multisport nämlich jetzt nicht nur Triathlon, sondern auch gemischtes Training. Das wählen wir jetzt aus. Sehen wir hier auch schon, bekommen so eine kleine Übersicht, was ein gemischtes Training ist. Und sobald wir dann ins gemischte Training hineingehen, können wir uns einfach sagen, okay, wir wählen es jetzt hier aus. Und dann bekommen wir auch schon hier unsere Aktivitäten angezeigt, die ich alle machen kann. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich nehme ein Rennrad Indoor aus oder wähle es aus, starte das, führe es aus. Und dann hast du direkt die Möglichkeit zu sagen, okay, stopp mich. Und dann gehst du dann direkt auch hier gleich in die Möglichkeit, zur nächsten Aktivität zu wechseln. Dann können wir zum Beispiel Krafttraining machen. Und so hast du jetzt die Möglichkeit, auch hier verschiedene Trainings auszuwählen und bekommst es dann in einer Aktivität hier mit angezeigt. Eine weitere Funktion, die wir bekommen haben, ist nun die Option, dass du hier im Always-On-Modus die Sekundenzeiger auf die Uhr anzeigen lassen kannst. Normalerweise ist ja so, die Uhr geht in Ruhemodus und dann ist alles ausgestellt. Du siehst dann auch keine Sekundenzeiger. Das ist, wie gesagt, jetzt möglich. Auch hierfür gehen wir jetzt einfach in die Einstellung, bei der Forerunner 970 zum Beispiel. Und dann sagen wir jetzt hier Einstellung, wählen diese hier aus. Und dann geht er hier einfach auf Display und Helligkeit. Das wählt ihr aus und dann gibt es hier einen neuen Menüpunkt, der nennt sich dann Watch Face Seconds, wie gesagt auch noch nicht übersetzt. Momentan steht es on Wake, das heißt also, wenn es aktiviert ist. Ihr könnt es aber dann auf immer einstellen, was natürlich den Akkuverbrauch erhöht. Und es ist nicht für alle Watch Faces erhältlich, beziehungsweise Zifferblätter. Das gibt es auch nochmal hier als Hinweis. Und nun habt ihr die Möglichkeit, wenn jetzt hier ihr rausgeht, sehen wir hier den Sekundenzeiger. Und wenn wir jetzt an Ruhemodus gehen, sehen wir weiterhin die Sekunde, die uns angezeigt wird. Ist das hier deaktiviert, haben wir hier entsprechend den Sekundenzeiger nicht. Diese Funktion wird leider nicht auf allen Uhren ausgerollt. Das heißt also zum Beispiel die Vivo Active 6 hat es leider an dieser Stelle hier nicht. Das letzte, was ich euch noch zeigen möchte, sind die zwei neuen Zifferblätter, die wir auf der Forerunner 970 und 570 erhalten haben. Dafür geht ihr einfach auf das Display Design und wenn ihr jetzt hier runter scrollt, könnt ihr dann hier auf Hinzufügen gehen, auf Neu hinzufügen und dann finden wir dann auch das neue Ripples Zifferblatt. Hier unten steht dann immer beschrieben, welches das Zifferblatt heißt. Und so sieht dann das neue Zifferblatt der Forerunner 570 und 970 aus. Und auch hier könnt ihr dann zum Beispiel die Farbgebung ändern, die Daten könnt ihr anpassen. Also alles so, wie ihr das gewohnt seid, könnt ihr dann auch hier mit diesem Zifferblatt durchführen. Ja, ich wollte euch einfach mal die essentiellen Änderungen der Uhren vorstellen. Es gibt noch viele, viele weitere Updates, aber auch viele Verbesserungen bzw. ja, Fehler, die ausgemerzt worden sind. Ich verlinke dir einfach mal einen Link in das Forum. Für jede Uhr ist dann alles nochmal aufgestellt und aufgelistet. Da kannst du auf jeden Fall nochmal reinschauen. Da hat sich wirklich einiges getan. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben, was du für den neuen Beta hältst. Sind das für dich interessante Sachen oder sagst du eher, na, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe mir eine andere Uhr gekauft. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über einen regen Austausch. Wenn du auch noch mehr rund zum Thema Garmin sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist gemacht rund um Garmin. Da kannst du mal reinschauen, was ich sonst noch alles vorgestellt habe. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist. Da kannst du mal reinschauen, was jetzt sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.